Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Stratos Support Systems die Stratos Tactical Plate Gen 2. Wir haben euch vor einiger Zeit von Stratos Support Systems die Tactical Plate vorgestellt. Die wird quasi an einem AR-15, beziehungsweise das wird am AR-15 verbaut. Dann hat man hier einen Knopf, der dann hier entsprechend am Plattenträger eingehakt werden kann, um dann die Waffe zu sichern. Gab es jetzt nur für AR-15 in dieser Variante hier. Wir haben von Stratos direkt eine E-Mail bekommen, die gesagt haben, hey, wir haben jetzt schon die Generation 2 und die ist viel cooler und universeller, und ja, haben sie uns einfach geschickt und die wollen wir euch natürlich vorstellen. Wenn ihr euch erinnert, im ersten Video unser erster Kritikpunkt war, das Teil war hier mit Heißkleber dran gelötet und das war ein Riesenakt, das hier runter zu popeln. Die Firma hat was gelernt und hat uns hier eine richtig schöne Verpackung geschickt, wo man auch gleich alles sieht. Und darin befindet sich einmal die Platte in der Generation 2 und, was richtig cool ist, ein gelöster Pin. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Dieser Pin hier ist nämlich quasi kompatibel mit allen Push-Pin-Varianten an euren Waffen, die ihr bereits habt. Der Pin wird einfach hier in eure vorhandenen Aufnahmen gesetzt. Geht übrigens nur mit Werkzeug, also beziehungsweise mit irgendwas, was spitz ist. Eine Patronenspitze würde auch funktionieren. Hier ist der Imbus. Pieke ich hier oben einmal rein und dadurch sitzt der Pin dann an eurer Waffe. Das hat jetzt natürlich hier vorne überhaupt keinen Taug, weil wenn ich das jetzt hier einhängen würde, das würde schlenkern ohne Ende. Da geht es jetzt nur mal darum, dass ihr seht, das ist kompatibel. Und viele Waffen haben bereits an vielen Stellen die Aufnahmen dafür. So, holen wir es einmal raus. So, okay. Wie zum Beispiel auch der Roni, wie ihr hier seht. Der hat hier eine Aufnahme, da eine Aufnahme, am Schaft sind auch nochmal Aufnahmen. Jetzt kommt es aber, ihr seht, es ist ja ein Polymergehäuse teilweise. Und da ist einfach stellenweise, also es kann auch bei anderen Systemen so sein, dass der Pin nicht rastet. Ich setze ihn rein, nehme jetzt hier mein Werkzeug zur Hand, setze ihn rein. Er geht rein, aber er rastet nicht. Und warum passt das nicht? Nicht, weil das schlecht gefertigt ist, das ist genau das Gegenteil, das ist hier alles sehr hochwertig gefertigt, aber durch das Polymer entstehen andere Randstärken, Wandstärken. Ja? Das heißt, der Pin kommt nicht ganz zum Sitzen und deswegen funktioniert das nicht. Genau dafür und auch für Waffen, die kein QD-System haben, gibt es von Stratos hier diesen Picatinny-Adapter. Der wird einfach auf eine x-beliebige Picatinny geschraubt, oben, unten, rechts, links, das ist wie ihr das wollt. Und dann habt ihr beidseitig dann eine QD-Aufnahme, die natürlich auch dann für eure Sling funktioniert. Finde ich zum Beispiel eine coole Sache, wenn ich jetzt den Pin zum Beispiel auf der Außenseite setze und auf der Innenseite die Sling. Dann könnte ich quasi die Waffe kopfüber an der Ausrüstung sichern. So, ich muss es einmal reinsetzen, Sekunde. So. Dann könnt ihr quasi, ich habe es jetzt zwar hier auf der Innenseite gemacht, aber wenn ihr es auf der Außenseite macht, könnt ihr hier eure Sling anbringen und könnt dann an der Außenseite eure Waffe hier so an der Ausrüstung befestigen und die dann entsprechend auch wieder ziehen. Sehr geiles System. Das war die Generation 1 Platte. Hat man einfach per Molle am Plattenträger oder sonst irgendwo befestigen können. Man hat auch relativ viel Platz eingenommen. Das System an sich hat gut funktioniert, aber ist natürlich etwas größer. Und da hat auch Stratos ein Upgrade vorgenommen, haben wir ja schon zu Anfangs gesagt, die Generation 2 Platte. Ist deutlich schmäler, wie ihr sehen könnt, da fehlen komplett die Seiten, weil jetzt hier wie bei einem Fastmac auch quasi einfach Gummilappen genommen wurden oder Gummistraps genommen wurden, die man dann hier wie Molle einschlaufen kann. Und zum Schluss werden die unten gekontert mit zwei kleinen Erhöhungen hier. Das ist natürlich viel besser, um am Plattenträger genutzt zu werden, aber weiterhin kann ich das Ding so auch am Gürtel benutzen. Und das ist natürlich super interessant, gerade für Behörden hier, für Polizisten, die mit einem Tränengaswerfer arbeiten müssen oder sonstigen Kurzwaffen oder auch hier, sei es der Roni. Ja, ich habe dann mein Primärwaffensystem, was ich mit der Sling trage und habe dann hier parallel dazu den Roni mit dem Clip hier, hänge ich ein, kann das hier dann einfach an den Gürtel hängen und wenn ich es brauche, brauche ich es nur rauszuziehen und dann habe ich es wieder in der Hand. Geht ein bisschen schlecht, wenn man es nicht gerade montiert hat. Und genau deshalb montieren wir den jetzt auch mal an den Plattenträger.
Das Einschlaufen ist ein bisschen tricky, weil natürlich hier durch das gewählte Material ein bisschen Reibung entsteht im Vergleich zu Cordura, aber dafür hält das dann auch entsprechend gut. Ja, und man tut es ja nicht jeden Tag 8-mal einschlaufen. Das heißt, ich sichere das hier, dann führe ich das hier einmal zurück. So, dann nehme ich wieder das Werkzeug zur Hand, damit es ein bisschen einfacher wird, um hier wieder an die Spitze zu kommen. Die pole ich mir hier so raus. So, komm. Zack. Dasselbe auf der anderen Seite. Also ihr seht, es ist nicht ganz so einfach wie mit Molle, aber was ist schon einfach im Leben, was gut ist, ne? So, jetzt haben wir es. Einmal durch, dann kann ich hier umklappen und damit habe ich schon mal die erste Lage befestigt. Die zweite ist jetzt hier bei diesem Kammerbund ein bisschen schwieriger, weil hier ein Steg quasi fehlt. Das heißt, ich überspringe einfach einen und gehe jetzt hier direkt zum Ende. Dann haben wir eigentlich schon auch genug Stabilität. Hier wäre jetzt ein Multitool von Vorteil. Dann könnte ich nämlich von unten entsprechend hier auch ziehen. Oh, der Stefan ist ein Engel. Guck mal an. So. Dann kann man hier das Ganze rausziehen. Dasselbe nochmal auf der anderen Seite. So sieht das System montiert aus. Hier seht ihr jetzt auch gut, dass wir nur 2 Reihen Molle brauchen oder 2 Schlaufen Molle brauchen. Das alte hat ganze 3 Schlaufen gebraucht. Das ist also deutlich schmäler und kompakter, somit mehr Platz für andere Ausrüstung. Ich muss jetzt noch dazu sagen, wenn man linke Hände hat, so wie ich, und mit einem Multitool arbeitet und nicht die Lasche hier ordentlich packt, sondern nur am äußersten Ende packt, dann schafft man es auch, die Spitze quasi abzureißen. Also man sollte da wirklich beherzt zupacken und dann funktioniert das auch. Was jetzt übrigens noch ein Vorteil ist hier von dieser Halterung im Vergleich zum Vorgänger hier, ihr seht ja schon, ihr habt 2 Löcher. Wenn ich mir jetzt hier so einen Pushpin nehme und da auch mehrere Pushpins habe, kann ich die hier auch ohne weiteres parken. Die setze ich dann einfach hier rein, mache sie fest und dann sind die hier geparkt. Das heißt, wenn ihr irgendwo die Platte habt, packt ihr die 2 Pushpins rein, dann könnt ihr, egal welche Dienstwaffe ihr gerade in die Hand gedrückt bekommt, entsprechend dann den Pin setzen. Und der Pin und die Halterung bleiben immer beisammen. Jetzt zeigen wir euch das Ganze aber einmal am Mann. Das wäre jetzt eine mögliche Konfiguration. Die Hauptwaffe AR-15 in der Hand und hier eine Backup-Waffe, entweder hier so ein Roni oder aber auch ein Tränengaswerfer oder was auch immer ihr euch da vorstellen könnt. Hier natürlich jetzt etwas suboptimal gelöst, weil hinten befestigt. Da würde ich, wenn ich das jetzt so machen würde, hier nochmal mit einem Strap arbeiten oder aber, was natürlich besser wäre, einfach die Klammer an den Gürtel setzen und dann das ganze System hier ein bisschen weiter oben befestigen. Dann würde es so sitzen. Das wäre deutlich besser. Jetzt gucken wir aber mal, wie sich ein AR-15 hier mit der neuen Platte verhält. Einmal Pin lösen, einmal Roni zur Seite, einmal Pin setzen, so. Und dann könntet ihr, wenn ihr die Waffe aus der Hand legen wollt, jetzt bin ich ein ganzes Stück weiter oben. Ich bin noch den alten gewohnt. So, und dann hätte ich hier die Waffe gesichert. Die kann auch nirgendwo hin. Und wenn ich sie brauche, kann ich sie einfach nach oben wegziehen. Wenn die Waffe jetzt natürlich hier hängt, muss man sich natürlich im Klaren sein, man hat jetzt keinen 100%igen Fallschutz. Man muss ja die Waffe auch irgendwie wieder schnell ziehen können. Wir haben zwar einen leichten Widerstand, der greift, wenn ich die Waffe nach oben bewege, aber wenn ich diesen überwinde, und der geht natürlich auch relativ leicht zu überwinden, dann passiert halt das, dass die Waffe runterfällt. Das heißt, es ist eine Lösung, wie ihr zusätzlich arbeiten könnt, wie ihr euch die Hände entlasten könnt, und es ist ein super System meines Erachtens. Mit der Gen 2 hat Stratos Support Systems hier wirklich eine super gute Platte entwickelt, die weniger Platz braucht, dasselbe tut und vor allem hier mit der Picatinny-Montage eine Lösung schafft, wo auch wirklich andere Waffensysteme funktionieren. Ihr hattet ja bereits nach dem ersten Video gefragt, ob es so eine Lösung auch fürs G36 gibt. Jetzt habt ihr die Lösung. Einfach Picatinny montieren und damit seid ihr gut ausgerüstet.
Gibt's bei Riken Company, der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum System? Schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.